Ein Lehrplan für öffentliche Schulen, ausgearbeitet durch das World Economic Forum in Davos. Was klingt wie eine Horrorstory, das könnte in den USA bereits bald Realität werden. Und mit dieser Story wollen wir uns einmal in diesem Video näher befassen. Zugegeben, über das World Economic Forum in Davos, Klaus Schwab, seinen Gründer und die sonstigen Würdenträger dieser fragwürdigen Organisation gibt es viele Verschwörungstheorien. Viele von diesen Verschwörungstheorien sind vielleicht überzogen und nicht wahr. Aber selbst wenn du nur das für bare Münze nimmst, was man hier ganz klar belegen kann, also zum Beispiel das Buch von Klaus Schwab, The Great Reset, oder Ideen wie You will own nothing and you will be happy und dieser ständige Wunsch hier auch seitens des WEF, immer China hier als Vorlage zu verwenden für wirtschaftliches Handeln, für gesellschaftliche Zusammenarbeit. Diese ganze Idee von Private-Public Partnerships, wo letztlich die Gesellschaft kontrolliert wird und Politik gemacht wird zwischen den Politikern und Großkonzernen. Also dieses ganze globalistische Mindset, diese globalistische Mentalität. Also, selbst wenn du nur diese Dinge hier als Basis nimmst, dann würden die meisten von uns sagen, nun ja, ist es wirklich sinnvoll hier, dass eine solche Organisation einen Lehrplan entwickelt für öffentliche Schulen? Wahrscheinlich nein. Aber genau das kann in den USA passieren, denn die Vorsitzende der amerikanischen Lehrerunion, Randi Weingarten, hat vor kurzem eine Rede gehalten und genau das angekündigt, dass nämlich die Lehrergewerkschaft mit dem World Economic Forum arbeiten wird, um hier einen neuen Lehrplan für die gesamten USA hier auszuarbeiten. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ist es die Verantwortung der Gewerkschaft, um Gottes Willen, hier den Lehrplan auszuarbeiten? Dafür müsste doch ein Oberschulamt oder irgendeine Behörde zuständig sein. Ja, das ist tatsächlich auch korrekt, so ist es auch. Aber die Gewerkschaften gerade in den USA haben ja zum Teil sehr viel Macht und es ist durchaus vorstellbar, dass eine solche Lehrergewerkschaft dann zum Beispiel in Lohnverhandlungen mit regionalen Arbeitgebern einen solchen Lehrplan durchboxt. Also nicht nur geht es darum, wie viel die Lehrer verdienen, sondern wir wollen auch, dass unsere Lehrer hier nach diesem Lehrplan arbeiten. Das ist schon mehrfach hier in den USA passiert und insofern ist es auch durchaus realistisch. Man darf, wie gesagt, nicht vergessen, wie viel Macht diese Gewerkschaften haben. Gerade Randi Weingarten ist ja hier ziemlich radikal und nicht besonders zimperlich. Sie hat zum Beispiel Präsident Biden während der Corona-Krise dazu gebracht, dass die Schulen weiter geschlossen bleiben. Eine Maßnahme, die ja heute vielfach sehr kritisch gesehen wird, ja, weil man im Grunde genommen weiß, dass hier der Schaden, den dadurch Kinder, den dadurch Teenager nehmen, auch besonders der psychische Schaden, doch ganz enorm gewesen ist und doch viele Kinder in der Entwicklung zurückgeworfen hat. Dass jetzt hier das WEF zitiert wird und dass mit dem WEF zusammengearbeitet werden soll, ist auch nicht wirklich eine Überraschung, denn bereits im Februar gab es hier einen Vorschlag in der Lehrergewerkschaft, über welches die Mitglieder abgestimmt haben. Man fordert jetzt hier Climate Smart and Sustainable Schools. Dort wurde dann eben das WEF zitiert hier als eine Autorität auf diesem Bereich, wenn es darum geht, hier einen Lehrplan zu entwickeln und dann umzusetzen, mit dem man die Energienutzung in den Schulen dramatisch reduzieren kann. Das alles sollte einen schon beunruhigen. Natürlich, wir leben nicht in den USA und das ist nicht unsere Sache. Aber wenn du dir mal vorstellst, was hier passiert, hier kommt nämlich noch ein weiterer Faktor ins Spiel. Eine nicht demokratisch legitimierte globalistische Organisation mischt nun über eine Gewerkschaft, über die Lehrergewerkschaft, bei der Bildung amerikanischer Kinder mit. So bekommen also internationale Eliten und autoritäre Modelle Einfluss auf die Inhalte dessen, was in amerikanischen Klassenzimmern gelehrt wird. Besonders problematisch finde ich hier, dass die Lehrergewerkschaft regelmäßig Schulwahlmodelle, Privatschulen, Charterschulen und auch Homeschooling kritisiert. Also sämtliche alternativen Bildungswege werden hier scharf angegangen. Und das passt ja auch zur Agenda des WEF hier, also zentrale Kontrolle durch den Staat, alles soll durch den Staat letztlich hier kontrolliert werden, dass man von der Wiege bis zur Bahre die Bevölkerung unter Kontrolle hat und alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens mit kontrolliert. Verstehen wir uns nicht falsch, der Gewerkschaft geht es natürlich nur um eines und das
ist Macht. Deswegen ist sie natürlich gegen Homeschooling und alternative Bildungsmodelle. Je weniger Auswahl die Eltern haben, desto mehr Kontrolle hat die Gewerkschaft über das Bildungssystem und damit über den Unterricht und damit natürlich auch über Dinge wie Bezahlung, Einfluss, Mitbestimmungsrecht. Und dann fragt man sich natürlich, könnte sowas auch in Deutschland passieren? Natürlich, die Lage in Deutschland ist anders. Bildung ist Ländersache. Die Kultusministerien der Bundesländer entscheiden über Lehrpläne, Schulformen und Prüfungsordnungen. Es gibt keinen zentralen Bildungsminister auf Bundesebene, der verbindlich Lehrpläne für alle machen könnte. Die Kultusministerkonferenz koordiniert zwischen den Ländern, hat aber keine Durchgriffsmacht. Ähnlich wie in den USA gibt es natürlich auch in Deutschland Lehrergewerkschaften. Auch sie sind natürlich hier formal nicht zuständig für den Lehrplan. Aber auch hier gibt es natürlich eine indirekte Kontrolle. Die Lehrergewerkschaften fördern bestimmte Ideologien im Unterricht. Bildung für nachhaltige Entwicklung, Antidiskriminierung, Genderpädagogik, Klimagerechtigkeit. Auch in Deutschland wehren sich die Lehrergewerkschaften massiv gegen Privatschulen, Leistungstests wie PISA, Schulwahlfreiheit zum Beispiel durch Bildungsgutscheine oder auch Digitalisierung durch externe Anbieter. Wir können also auch solche Trends in Deutschland feststellen, auch wenn jetzt nicht bekannt ist hier, dass jetzt die deutschen Lehrergewerkschaften mit dem WEF arbeiten. Aber ideologisch stehen sich die Lehrergewerkschaften in Deutschland und den USA sicherlich nahe. Das heißt also, es ist ein Gebiet, wo wir wachsam sein müssen, wo Eltern tatsächlich aufpassen müssen, dass ihnen hier nicht einfach etwas untergejubelt wird, womit sie nicht einverstanden sind. Aber das ist natürlich auch hier ohne den WEF-Einfluss auf das deutsche Bildungssystem durchaus ein Thema, was wir hier schon lange kritisieren können. Tatsächlich haben wir viele Mandanten, die Deutschland verlassen, die auswandern, alleine wegen dem Schulsystem. Sie wollen entweder Homeschooling machen oder sie wollen ein Land umziehen, wo das Schulsystem hier flexibler ist, wo alternative Schulformen hier nicht unterdrückt werden oder so stark kontrolliert werden, wo die Eltern einfach mehr Einfluss haben und wo auch die Rolle der Eltern als jener, die primär hier für die Erziehung und die Bildung ihrer Kinder verantwortlich sind, gewürdigt werden. Man muss jetzt sehen, was jetzt hier in den USA tatsächlich passiert. Es gab natürlich jetzt einen Aufschrei hier in verschiedenen Medien, als man diese Rede von Randi Weingartner gehört hat. Man muss jetzt sehen, ob die Lehrergewerkschaft wirklich dann hier mit dem WEF zusammenarbeitet, was die Ausarbeitung dieses neuen Lehrplans anbelangt und dann natürlich auch, ob es wirklich so sein wird, dass dieser Lehrplan hier in den Schulen eingeführt wird, in den einzelnen Bundesstaaten. Ich mache da persönlich noch ein Fragezeichen hin. Aber wenn du bisher Zweifel am WEF hattest, dann sollte das natürlich diese Entwicklung und diese Story deine Zweifel hier weiter bestärken. In diesem Zusammenhang, wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern beschäftigst, vielleicht weil du alternative Bildungsformen schätzt und deine Kinder selbst unterrichten möchtest oder in ein Land umziehen möchtest, wo du mehr Freiheit, mehr Auswahlmöglichkeiten als Eltern hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos hinein. Wir beraten seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, die auswandern möchten, die sich im Ausland steueroptimiert aufstellen wollen, die im Ausland Vermögen schützen und neues Vermögen aufbauen möchten. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.